Wir wurden in der letzten Zeit nach der mehrmaligen Erwähnung von Lotus in unseren Videos nach genau diesem Simulator gefragt und heute wollen wir mal die Frage aus dem Raum schaffen. Also herzlich willkommen zu der Vorstellung des Lotus Simulators. Vorher möchten wir uns jedoch erst einmal vorstellen. Ja, dann auch noch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Informationsvideo, zu diesem ersten Video zu der neuen Lotus-Reihe. Für alle, die mich noch nicht kennen, würde ich mich an dieser Stelle auch noch gerne einmal vorstellen. Ich heiße Julian, bin jetzt 21 Jahre alt und bin jetzt seit 2008 in der Simulator-Szene unterwegs, auch mit eigenen Projekten seit Jahren schon. Beschäftige ich mich mit dem 3D-Modellbau und ja, auch für OMSI habe ich was gebaut, nämlich den O405N2 und den GN2, letzterer allerdings nur noch als Open Beta. Und ich arbeite im Real Life bei der Rheinbahn, dem Verkehrsunternehmen in Düsseldorf. Passt ja auch so ein bisschen. Und ja, mit dem Florian verstehe ich mich auch eigentlich ganz gut. Den habe ich auch schon mal irgendwann gesehen. Und wir machen ja auch schon mal miteinander und gegeneinander, übereinander und durcheinander gemeinsam Videos. Ja, Oh, jetzt geht es wohl um mich. Ja, alten Legenden zufolge heiße ich Florian, bin 22 Jahre alt. Wenn ich mich gerade nicht um 3D-Design oder 3D-Programmierung kümmere, studiere ich Medieninformatik und arbeite bei einem Technikversandhandel. 3D-Modelle erstelle ich seit 2008. Vorher habe ich mich schon oft und intensiv mit Stadtgestaltung, Stadtplanung und anderen Gesichtspunkten, welche für Map-Design wichtig sind, auseinandergesetzt. Angefangen hat alles wie beim Julian, auch beim MSTS. Danach ging es für mich zu OMSI, wo ich zwar an die 15 Maps gebaut habe, aber davon ungefähr eine veröffentlicht habe. Seit 2013 erstelle ich unter anderem Videos zu OMSI, mittlerweile dann eher zu Ego-Shootern. Nun werde ich aber wieder zu meinem Ursprungsmetier, zu den Simulationsvideos zurückkehren. kommen wir zunächst zur wichtigsten Frage des ganzen Videos. Was ist Lotus eigentlich? Lotus ist der Nahverkehrssimulator, auf den wir gewartet haben. Und das haben wir tatsächlich. Denn die Versuche in OMSI jetzt eine Straßenbahn noch irgendwie einzubringen, können wir einstellen. Denn Lotus bringt alles mit. 5 Buchstaben, 4 davon lösen wir heute schon auf. Das O steht für Omnibus, das T für Tram, also Straßenbahn, das U für U-Bahn und das S für S-Bahn. Das heißt, hier ist garantiert für jeden was dabei. Wofür das L steht, wird noch nicht verraten. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Spekulationen sind gerne gesehen. Aber die offizielle Auflösung folgt an einem anderen Tag. Der Lotus-Simulator ist eine vollständige Neuentwicklung in der Simulatorenreihe. Hier wird nichts recycelt, von OMSI keine Spur mehr. Und das heißt auch für uns und für euch bessere Performance, bessere Grafik, mehr Funktionen und das Ganze auch mit den Erfahrungen, Werten und Ideen, die man damals in OMSI schon gesammelt hat, neu aufpoliert, frisch und aus dem Ei gepellt. Diese besagte Neuprogrammierung bietet natürlich eine hervorragende Basis, um weitere neue Features zu integrieren und auch in den Spielfluss mit einzubauen. Dabei hat man das Problem bei OMSI nicht mehr, dass es häufig dazu kam, dass irgendwas im Nachhinein noch eingetragen wurde, was dann zu irgendwelchen Problemen oder Bugs geführt hat. Denn, wie gesagt, alles frisch, alles neu. Und dazu gehört dann auch unter anderem jetzt erstmals eine Interaktion zwischen dem Spieler und seiner Umwelt. Das heißt also nicht nur die klassischen Ampelanforderungen, wie auch schon bei OMSI, sondern es wird viel, viel mehr geben. Man wird aus dem Fahrzeug aussteigen können, man wird umherlaufen können, man kann sich sein eigenes Fahrzeug in der Ego-Perspektive von außen ansehen und man kann natürlich auch bei der KI mitfahren. Das wäre natürlich nur wenig hilfreich, wenn man sein eigenes Fahrzeug irgendwo auf der Kreuzung stehen lässt. So doof sind wir natürlich nicht. Aber man kann beispielsweise sein eigenes Fahrzeug in den Betriebshof abstellen und dann mit der KI irgendwie zum Bahnhof fahren und da dann nochmal ein eigenes Fahrzeug ablösen. Und besagte KI wird natürlich auch komplett neu gemacht. Also da wird nichts aus OMSI recycelt oder aus irgendwelchen anderen Programmen, die es irgendwann mal auf den Markt gekreucht und gefleucht hat, sondern da wird alles neu gemacht, entsprechend auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Und das Ganze geht natürlich Hand in Hand mit einer einfacheren Bedienung letztendlich. Also OMSI kennt man ja noch, der Editor ist ja teilweise schon so ein bisschen, was will er denn jetzt von mir? Das wird es in Lotus einfach nicht mehr geben. Da gibt es dann klare Strukturen, klare Linien und vor allen Dingen wird dieses Skriptsystem, was es in OMSI gibt, jetzt erstmal über den Haufen geworfen und mit einer echten Programmiersprache, nämlich mit Pascal. Ja, die heißt wirklich so. Ich meine nicht Pascal. Schöne Grüße an Pascal. Aber ja, mit der tatsächlichen Programmiersprache Pascal betrieben. Das heißt für euch also, alle, die Pascal schon können, wir haben eine gute Zeit vor sich.
alle, die es noch nicht können. So lernt ihr wenigstens mal noch was fürs Leben. Ja, ansonsten ist jetzt auch 3ds Max höchst offiziell vollumfänglich integriert. Das heißt, die 3D-Objekte können sowohl von Blender als auch von 3ds Max aus entwickelt werden. Und das Ganze natürlich auch mit dem DDS-Texturformat. Das ging ja in OMSI auch nur sehr bedingt vonstatten. Jetzt in Lotus wird es voll integriert sein und damit auch zu eurer Verfügung stehen. Kommen wir nun zu dem Editor. Im Map-Editor werden Maps erstellt und bearbeitet. Dabei gibt es einige Neuerungen, zum Beispiel ist das Terrain viel besser und viel exakter formbar. Im Hintergrund sieht man übrigens auch schon die Referenzlinien, die dazu dienen, eine quasi Hilfslinie zu erstellen, an der man dann sich ausrichten kann. Natürlich kann man Gebäude platzieren, drehen und verschieben und weitere Einstellungen zu den Gebäuden treffen. Genauso sieht das aus mit Splines. Und da haben wir schon, wie man sieht, eine Interaktion mit den Referenzlinien, sodass man, wie gesagt, daran erkennen kann, wie dieses neue System funktionieren wird. Natürlich gibt es auch bei den Splines weitere Einstellmöglichkeiten zu beachten. Im sogenannten Content Tool kann man Objekte importieren, bearbeiten und für Lotus fit machen quasi. Man hat ja in dem 3D-Programm, welches man nutzt, die Möglichkeit, ein Mesh zu erstellen, und hier findet man die Möglichkeit, Lotus eigene Möglichkeiten umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel die Schneemenge auf dem Dach oder wie die Nachttexturen umgesetzt werden. Weiterhin sieht man weiter unten eine Türdefinition und es gibt noch Fensterdefinitionen. Wofür die gut sind, dazu später mehr. Man bearbeitet quasi das Objekt so lange, bis es im Map-Editor nur noch zu platzieren gilt. Nun möchten wir uns noch der Frage widmen, was passiert in der nächsten Zeit eigentlich auf diesem Kanal. Wir möchten euch auf jeden Fall sehr viele Tutorials bieten. Bedeutet natürlich, dass ihr aktuell noch nicht an dem Lotus Simulator arbeiten könnt mit den Editoren. Jedoch möchten wir eine Videodatenbank erstellen. Das bedeutet also, dass wir bis zum Release alle möglichen Tutorials bereits aufgenommen und hochgeladen haben, sodass zu Release, wie gesagt, jeder einzelne Schritt erklärt wurde und es hoffentlich keine offenen Fragen gibt. Konkret bedeutet das, dass der Julian euch den Fahrzeugbau näher bringt und ich im Voraus dazu euch 3ds Max erkläre, mich um den Häuserbau und allgemein den Objektbau kümmere und zu Texturen Videomaterial liefere. So, ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Informationen. Wer bis hierhin durchgehalten hat und Fragen hat, kann die gern in die Kommentare stellen und wir beantworten die dann in einem separaten Video. Das heißt, was ihr schon immer mal wissen wolltet zum Lotus Simulator, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bitte beachtet dabei auch, dass natürlich sich besser Fragen eignen, die nicht auf Entscheidungsbasis ausgelegt sind. Demnach stellt umfangreiche Fragen und wir werden diese Fragen dann an die Entwickler weitergeben und in einem Video zusammenfassen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir hoffen, dass die Umstellung des Kanals quasi euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.